Letztes Mal bei Control. Ingest this pill, then go and find the source of the mold. Only there can we begin to understand how to stop it. Ugh. Now go. Find the source. This must be the pit Underhill was talking about. Oh, Jessie, worauf haben wir uns hier eingelassen? Is that the source? It's kind of pretty. Nope. No. I need to stop being surprised by all the weird shit in this place. Did you find the source? I found a big angry plant. Like gigantic. I killed it. Here, I brought you a sample. A piece of the innermost mold. You're not such a lost cause after all. You'll be pleased to know that cutting down the creature at the source has already resulted in a notable cessation of the mold's rapid growth. So what now? While you were busy in the pit, a number of mold hosts were sighted beyond the threshold. These vagrant hosts must be eradicated as soon as possible. The mold can still be spread by their overgrown bodies. I'll go take care of them. Who's one of those mold hosts? I should let Underhill know. I found the hosts. They won't be spreading any more mold. I suppose you could now return to that Hiss business you all seem so concerned about. Hallo und willkommen hier bei mir, dem J-Mo, mit Control und Jessie Faden. Ja, ich muss mich entschuldigen für die letzten Male. Beziehungsweise, weil ja nicht so wirklich eine Folge online gekommen ist. Jetzt, das lag einerseits daran, oder es liegt einerseits daran, dass ich krank bin. Oder, ja, man hört es vielleicht sogar noch. Und deswegen kam jetzt nicht immer wieder eine Folge rein. Ich hatte zwar welche noch aufgezeichnet, aber ich kam einfach nicht dazu, das zu rendern und zu schneiden, weil mir ging es nicht so gut. Hatte ganz schön Druck auf den Nebenhöhlen und so. Jetzt, ja, habe ich den immer noch ein bisschen, aber es ist besser, denke ich mal. Deswegen mache ich jetzt eine kurze Aufnahme. Ich hoffe, mir geht es im Laufe der Woche dann wieder besser und dass dann wieder, ja, kontinuierlich wieder was kommt. Aber jetzt fahren wir erstmal mit Jessie zur Geschäftsstelle, denn wir wollen unseren Bruder wiedersehen. Und ich hatte ja gesagt, ich mache wieder ein bisschen Haupthandlung. Zumindest mal das Treffen sollten wir mal mit reinnehmen und das machen wir jetzt auch. Also auf zur Geschäftsstelle. So, wir sind da. Ich hoffe, es geht euch übrigens gut. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ja, und wir gehen jetzt erstmal dem nach. Wir können natürlich hier noch ganz viel jetzt machen, nachdem wir Schweben haben. Und so. Immer noch diese vermissten Personen hier. Haben wir wahrscheinlich aber schon mal gesehen. Die Entwickler. Und hier ist auch immer mehr aufgebaut. Man sieht's. Ja, das kennen wir schon. Hier wurde schon einiges aufgebaut. Eigentlich müsste Dr. Underhill jetzt auch hier schon sein. Ja, man sieht's halt, ne? Hier sind ganz viele Sachen jetzt, ganz viele Leute. Und das wäre natürlich für das Zischen am besten, direkt hier zuzuschlagen, wo am meisten Leute sind, ne? Fliegen da gleich auch nochmal hoch. Schauen nochmal kurz das hier an. Wie gesagt, wir können hier noch einiges erkunden. Einige Leute noch ein paar Gegenden erforschen und so weiter. Das ist, glaube ich, der Sanitäter, dem wir geholfen haben. Kann das sein? Ja, bevor wir gleich dahin gehen. Oh, da sind zwei Leute, mit denen wir noch reden können. Ich glaube, Arish ist da und noch irgendeine Kiste. Ist das Arish? Ja. Komm, wir reden mit dem. I don't think I ever told you this, but I was actually on the path to being a ranger once. Did the whole boot camp thing. Even got rookie status.
Anyway, not the point. My old ranger squad was a great bunch. There was 6 plus me. Remus, Hazard, Cho, Guy, Hepton, Stahl, and Thompson. They were supposed to get back from an expedition yesterday. We had beers and wings planned. Problem is, they weren't here when Darling handed out the HRAs. Then they had nothing protecting them from the hiss. You see, they prepped for the worst, but I think that we're already past that. We all wore these pouches around our neck, and I really don't want the hiss to get them. Could you find them for me? The squad would have come back through maintenance, but they probably spread out from there. I'll keep an eye out for them, Arish. And I won't let them stay hiss. Oh. Der arme Kerl, alte Freunde, das werden wir vielleicht im Anschluss machen oder so. Aber wie gesagt, wir werden zuerst mit Emily sprechen, bevor wir das alles machen. Aber reden wir mal mit ihm. What's the deal with BlackRock? Oh, fuck. Don't get me started on BlackRock. You know, ever since research found out that it blocks paranatural stuff, they have just been parading dangerous materials in and out of the fucking quarry. Fucking lab coats, man. Love making my job harder. Sounds like there's some tension between departments. Still, at least the quarry's got a good view of the night sky. You know, me and Salvador used to have after-work beers down there. Sieht ja auch relativ nett dort aus, ne? What do you know about Dr. Darling? About as much as anybody, I guess. Head of research, loves to hear himself talk. All of those science types absolutely do. He's been acting a little bit psycho recently. Although HR told me not to use that word, so... Everyone thinks finding Darling will lead us to the answers. But if he's completely lost it, then what help could he be? Gute Frage. You're security, right? Do you work with Rangers? Not often. Rangers are specially trained in threshold reconnaissance and ground zero AWE response. Security is more interested in the dangers inside the Bureau. They must see some weird stuff out there. Oh yeah, definitely. You know, every week they are tackling things that were previously unknown to the human experience. Most Rangers, they retire due to cognitive collapse. I looked up the medical definition. Not fun. Oh Mann, ey. Ist ja auch hart. Du gehst raus und ständig passiert irgendwas anderes. Nicht cool. How does the Bureau handle thresholds? Handle might be a bit of an optimistic way to put it. Marshall sends her Rangers in to map them, check growth rates, locate epicenters, take samples, measure stuff, basically. Sounds like he's done his homework. Now, down in maintenance, thresholds are used just like any other tool. Lab coats mine black rock from one, maintenance siphons water from another. We use it for pretty much everything, except drinking. Why don't you drink it? Do I even want to know? Yeah, a lot of time we find these little chunks in it. It's pretty gross. I didn't want to know. Oh Mann, was ist auch für eine Frage, ne? What do you think of Marshall? Marshall? Marshall's a fucking badass. Rangers could not ask for a better leader. She's a little, you know, intense, but given the stuff she's seen, I'm not surprised. She does have a bad habit of disappearing, though. Where does she go? Last time she vanished, I did some digging into the security logs. I found camera footage of her entering the quarry. She was down there alone for days. Now, typically that's not allowed, but Marshall is kind of above the rules. I wonder what she finds so interesting in the quarry. Tja, vielleicht sollten wir das auch bei Gelegenheit herausfinden. I have to go. Oh my god, did she have to write everything in her made-up gibberish code? Fucking Marshall with her CIA spy shit, god. Also Arish ist, glaube ich, relativ noch bodenständig, was eigentlich relativ sympathisch ist. Finde ich. Was haben wir denn hier? Irgendeine Münze? Jukebox. Jeton. Tolle Platte. Was ist das? Frag Arish nach dem Jukebox-Jeton. Machen wir das gleich mal, weil wir hier stehen. I found this token. Any idea what it does? Ah, that is a jukebox token. Little bastards turn up in the weirdest places, like bad pennies. The Rangers use them to activate an old object of power. A jukebox, I assume. Does it have any good songs? Nope, just the one record. Hey, be careful turning it on, though. When it's playing, you get a free trip to the formation. The formation? That sounds ominous. Why does it send you there? The Bureau has been wondering that for years. I mean, it's just a pile of rocks built by God knows who, but... Well, researchers have confirmed it's in the same threshold as the quarry.
Well, no one's ever been able to map a physical route to the formation from maintenance. So it's in the quarry. You just don't know where. Pretty much. We only send in annual expeditions to the formation now. Checkups, Salvador calls them. This year's team went in the day the hiss arrived. Come to think of it, the song should have brought back hours ago. I can go in and take a look. I'd appreciate that. The jukebox is kept just past the security booth over there. Just put in the token and enjoy the ride. Tja. So kommen wir da also rein. Tolle Platte. I have to go. Me too. You're not the only one who's busy, you know. Hergestellt oder durch folgende verdient werden. Beförderung, Expeditionen und Siege über Elite-Gegner. Also wir können mehrere Jetons kriegen. Oh, ist noch ein Bericht, den wir noch nicht gesehen haben. Vorschlag, Fernsehen. Was? Was? Vorschlag, Fernsehen. Okay. Basierend auf dem Erfolg von America Overnight möchten wir die Entwicklung einer Fernsehserie vorschlagen, die Aberglaube und skeptisches Denken als Unterhaltung präsentiert. So sollen diese Konzepte in der Zivilbevölkerung bekannt gemacht werden und so soll der Widerstand gegen die Weiterleitung von Informationen über öffentliche, paranatürliche Ereignisse gemindert werden. Wir könnten auch eine solide Medienplattform nutzen, um paranatürliche Konzepte wie zivile Zielgruppen zu testen, Zielgruppen zu testen. So kann beobachtet werden, wie sie auf bestimmte Fakten, also Fiktion dargestellt, reagieren, als die Behörde jemals beschließt, bestimmte Aspekte der Realität öffentlich bekannt zu machen. Es gibt verschiedene Lizenzen für Sendungen, die wir kaufen und aufarbeiten können, statt ganz von vorne anzufangen. Eine bestimmte Serie scheint vielversprechend zu sein, vor allem wenn man bedenkt, dass Inhalt und Stil genau das sind, was wir suchen. Sie heißt Twilight Zone, nein, Night Springs und wird seit ein paar Jahren nicht mehr ausgestrahlt. Ja, das Night Springs kennen wir aus Alan Wake, da ist es wieder Verbindung hergestellt. Jessie findet einen seltsamen Jeton. Also wir können die uns verdienen durch Herausforderungen. Ich weiß bloß noch nicht, was wir genau... Oh Gott, da ist dieses Ding. Damit machen können. Der Gestalter. Sehen aus so wie so Kalenderblättern. Das ist der Fungus allerdings. Fehlt hier dann nicht die Underhill? Um uns hier zurechtzuweisen? Marshall didn't give me any orders before she left. Guess I'll just keep managing inventory. Also Marshall ist scheinbar dann wieder hier aufgebrochen. Okay, hier gibt es erstmal nichts weiter. Hier geht's aber noch. Nee. Aber was? Wir können hier nicht unsere Fähigkeit nutzen? Was ist das für ein Aberglaube? What if she's working with the Hiss? Isn't it strange she showed up just when they did? Es ist schlau, über sowas zu reden, wenn ich direkt vor euch oder neben euch stehe. Schätzchens. Mann. So. Warum kann ich da jetzt nicht rein? Ah, wahrscheinlich wird er dort verwahrt oder sowas. Verwahrt. Der Bruder. Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal aktiviert. Ich werde mal hier oben rumlaufen und schauen, ob ich noch was Neues finde. Wenn ja, dann werde ich euch dann einblenden. Wenn nicht, dann laufe ich hier erstmal vergnügt mal kurz weiter durch. I heard some rangers saying you saved them at maintenance. They were attacked by a new kind of hiss, and Arish got them out. All right, but still, a security guard leading rangers? I don't know if I like taking orders from a mall cop. Marshall abandons us. I'm sick of no one telling us what's going on. Information's always been on a need-to-know basis. Well, I need to fucking know. I'm an upper-level executive, damn it. Okay, die Leute reden hier noch einiges. Die haben auch gerade noch über Arish geredet. Ist ein bisschen schwer dann hier. Also, ich weiß gar nicht, ob ich euch dann jetzt rausschneiden sollte, weil, naja, man kriegt so ein paar Informationshäppchen mit. So ein bisschen die Stimmung. Apparently the director restored HRA production. They're already getting other survivors out of safe rooms. Great. Maybe I can get back to my office soon. I miss having a door to close on people. I think you're gonna have to endure the inconvenience a little longer. Also das ist das, was er zuerst machen will. In sein Büro zurück. Ich würde am liebsten hier raus, erstmal. Ich bleib doch hier nicht sitzen.
Ah, okay. Ja. Hier ist dieses andere Ding. So, ich bin wieder hier reingegangen. Oben gab es eine Kiste, da kam ich aber nicht ran. Ich habe das jetzt mal wieder rausgeschnitten, weil Zeit. Einfach nur weil Zeit. Da haben wir wieder den Trenchman. Und ich schaue noch mal kurz hier, ob es irgendwas gibt. Ich glaube nicht. Ich weiß, es gibt noch irgendwo so eine Räumlichkeit mit Pilzbefall, aber wir sparen uns das und sprechen erstmal mit Emily und fragen uns, hey, wo ist unser Bruder? Ich finde es immer schade, dass wir sie schon hören, aber viel zu spät lesen können, was sie sagt, weil manchmal kriegt man das nicht so ganz mit. Zeitachse der Ereignisse von Emily Pope an uns. Vertraulich. Teil 4. Untersuchung der Zeitachse der Inversion auf mögliche Muster im Verhalten des Zischens. Die Etablierung einer Zeitachse ist derzeit schwierig, da es an zuverlässigen Kommunikation zwischen den Behördensektoren und Mitarbeitern fehlt. Vorläufige Modelle deuten darauf hin, dass sich der Startpunkt der Invasion innerhalb der Geschäftsleitung befindet. Sobald das überlebende Personal befragt werden kann, sollte es möglich sein, einen genauen Standort zu bestimmen. Weitere ausstehende Fragen, die durch eine Zeitachse beantwortet werden könnten. Wie hat das Zischen die interne Quarantäne überwunden? Wie verbreitet sich die Resonanz des Zischens durch den Raum? Bewusst oder einheitlich? Was ist das endgültige Ziel? Die Außenwelt? Ein dimensional übergreifendes Ziel? Vollständiger Bericht in? Tja, die Außenwelt, das ist eine gute Frage. Ich würde auch lieber in die Außenwelt. Und jetzt stelle ich fest, ich kann hier nicht fliegen und bin ein bisschen doof. Ich wollte die ganze Zeit da hochfliegen und mir das genauer anschauen, aber jetzt kann ich hier nicht fliegen, weil das ist ja hier so ein Safety-Spot, wo wir das nicht machen können. Na egal, wir werden auf jeden Fall mit der Guten jetzt gleich reden. Hier haben wir noch ein paar Skizzen von Apparaturen, mit denen ich absolut nichts anfangen kann. Tape Gap. Write, Read. Also das ist scheinbar eine Aufzeichnungsding. Werde ich aber jetzt auch nicht ganz schlau daraus. Vielleicht werden wir schlau aus diesem Bericht. Stimmanalyse. Okay. Von Emily Pope an uns. Teil 3, vertraulich. Wenn wir das Zischen als eine Kraft verstehen, die aus Vibration und Resonanz besteht, dann ist ihre Spruchformel, so der vereinbarte Begriff für ihre Äußerung, vielleicht eine Anstrengung, die Resonanz mit Hilfe von menschlichen Stimmbändern und Sprache auszudrücken. Würde es Unterschiede geben, wenn die Spruchformel in einer anderen Sprache ausgedrückt werden würde? Das am meisten verwendete Wort ist willst. Interessanterweise wird jede Verwendung dieses Wortes einem Du zugeschrieben. Du willst zuhören. Du willst, dass es wahr ist. Musst du dir wünschen, dass diese Wellen dich fortzehren? Sind wir die Du, von dem die Zischer sprechen? Glaubt das Zischen, dass die Menschen möglicherweise alle Nicht-Zischer-Lebewesen sich ihnen anschließen wollen? Verschlungen werden wollen? Ist das das Ziel? Ebenfalls häufig verwendet werden die Wörter durch und Zeit. Kann es sein, dass das Zischen angibt, wie es hierher gekommen ist? Oder ist es ein Hinweis auf sein Alter? In diesen Worten liegt eine eindeutige Absicht. Die Spruchformel als Unsinn abzutun, wie es einige meiner Kollegen es empfehlen, ist mehr als idiotisch. Ja, sollte man vielleicht nicht, weil es hat wahrscheinlich irgendwo eine Bedeutung und wir sollten runter vom Tisch. Und jetzt mit Emily mal sprechen. Vielleicht gibt sie uns ein bisschen Klartext. Oder sagt, was jetzt mit unserem Bruder ist. Warum sollen wir überhaupt mit ihr sprechen? Können wir nicht direkt zu unserem Brother? It's happening. After all these years, Dylan is here. But am I too late? How is he? I need to know. He's clearly been affected by the hiss, but it's different than any other manifestation we've recorded. Maybe what makes you so special is genetic. He was a prime candidate. Or maybe it's Polaris protecting him, something else affecting the situation. I need to run tests.
He seems more in control, more present. I want to see him. My brother. Or is he? Entschuldigung wäre wahrscheinlich ganz gut. Now, Marshall set up an HRA-warded cage to contain him. It's on the upper floor, up the stairs. Okay, I need to go. Jessie, be careful. Ich weiß gar nicht, was unser Objection jetzt ist. Sprich mit Dylan in der oberen Etage. Gucken, ob sie noch was so sagt. Hi, Jessie. How is HRA production coming along? Haben wir das nicht schon gesagt? Better than expected. We've already made enough to get people out of a couple safe rooms. Ich glaube schon. And they're here, alive, thanks to you. And we never would have lasted this long if you hadn't walked in those doors. You deserve thanks too, of course. Okay, das hatten wir schon alles. I should be going. Enjoy your data. Oh, I will. Als ob sie essen würde, ne? Enjoy your data. Und das macht sie vielleicht sogar, wer weiß. Vielleicht ist sie ein alles verschlingendes Data-Monster, das sich nur von Daten ernährt. Kann ja alles sein. Wer weiß das schon so genau. So. Also, wir haben es ja vorhin schon gesehen. Ich bin dran vorbeigelaufen. Es gibt da hier diesen Ort. Den hier wahrscheinlich. Oh Gott. Wir tun es wirklich. Wir sprechen mit unserem Bruder. Push the fingers through the surface. You are a worm through time. The thunder's home distorts you. Happiness comes, white pearls, but yellow and red in the eye. Through a mirror inverted is me right. Freude und Trauer auf einmal. We stand around you while you dream. You can almost hear our words, but you forget. Through time, the thunder's home distorts you. Happiness comes, white pearls, but yellow and red in the eye. Through a mirror inverted is me right. Auch er hat irgendeine Spruchformel. Das ist ein Containment-Dingens. Hier hat er wesentlich wenig Platz. Ich finde es doof, dass sie ihm nicht ein Bett hingestellt haben oder sowas. Ich meine, ja, gefährlich und so, aber wenigstens eine Matratze. Shit. That's Dylan. Can you hear me? Oh, come on, Dylan. I'm here. I found you. Do you know who I am? Oh, you know me. Say it. You are Dylan Faden's sister. Oh nein. He's talking in the third person. Always a good sign. Do you know who you are? Not Dylan. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. P6. But I'm better now. The hiss made me better. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been the new you. You want this to be true. Can you stop that? Please? Not exactly the reunion I'd hoped for. It feels good to say those words. I want to say them. They sound good. They make me feel good. Don't you want to say them too? No. Fuck off, no. You need to help me get this thing out of his head. If he is still in there, if there is anything left, you have to help me. You came in through the hole in you. We let you in. You've always been here. The only true. A copy of a copy of a copy of a copy. Stop it! Orange peel. Shit. Shit. He can see you. This is not safe. We found Polaris together with my sister when we were very small. In Ordinary. In the desert, through the door opened up by the slide projector. But she didn't help when Trench took me away. She didn't give me any powers. All the powers are my own powers. She didn't help when they locked me up for years. After the
song time for applause. We build you till nothing remains. The air cracks and the truth will emerge out of you. You are home. The Bureau brought the slide projector back here with me. And the Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. There it is. We stopped the Altered World event in Ordinary when we shut down the slide projector. And now the projector's here. Tja. An earworm is a tune you can't stop humming in a dream. Baby, 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 yeah. Just plastic. So safe. Nothing to worry about. Funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. Yep. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut off the slide projector, maybe that will stop the hiss. Your regulations. Maybe it's not too late for my brother. You must see the truth for yourself, Jessie. Sister. The horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Go to the Prime Candidate program in the containment sector. I have the keycard to get you there. Salvador wanted me to have it. Wanted? Bullshit. I saw what the hiss did to Salvador. What it turned him into. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself. I'll go. But only to look for the slide projector. You can help me. We can end this. Wie kriegen wir die Sicherheitskarte? Wie haben wir die bekommen? Nee, ganz ehrlich, wie konnten wir die jetzt bekommen? Wie hat er sie uns gegeben? Einfach so durch die Tür oder was? Das ergibt keinen Sinn. Also, ja. Ja, wo ist das mit dem... das Gesicht des Feindes? Dylan, der vom Zischen verändert wurde, weist Jessie an, zum Primärkandidatenprogramm im Isolationssektor zu gehen, um die hässliche Wahrheit über die Behörde herauszufinden. Jessie willigt ein. In Wahrheit will sie dort jedoch den Dia-Projektor finden. Ein Objekt der Macht, das Dylan zufolge der Grund für die Invasion des Zischens ist. Ich glaube, das ist vielleicht nicht zwangsweise eine gute Idee, wenn er ihr das gesagt hat. Kann ich mir gut vorstellen, dass es dafür sorgt, dass wir tatsächlich vielleicht noch schlimmere Sachen begehen. Das I don't know what else I'm hoping to find here. Dylan, Können wir noch mit ihm reden, bevor wir gehen? can we talk? I'd like to tell you about a dream I had last night. Off to a good start. Okay. I'm listening. I was back in Ordinary, before all of this happened. But in the dream, I was alone. It was just me. I was the only child. A girl. My name was Jessie Dylan Faden. But then the Bureau came and caught me, brought me back here. Lock me up. Have you ever noticed that our names, Jessie, Dylan, they could be girls' names, boys' names, could be anything. Don't you find that weird? I find that weird. Sure. What the hell was that? Is he trying to mess with me? Ist das, was wir sagen können mit ihm? Ich finde es einfach ganz, erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß der, Private Paula, glaube ich, aus Full Metal Jacket, als das seinen Verstand verloren hatte. So, hat er auch ein bisschen zur Seite geguckt und an den
Schauspieler beziehungsweise den Typen, der hat auch bei Akte X mal mitgespielt, der bei Konstantin diesen irischen, etwas ründeren Detective gespielt hat, der dann auch gestorben ist und sich zu Tode getrunken hat. Der hatte auch dieses Augenverdrehzuck-Ding. Dann erinnert mich das auch gerade ein bisschen. Maybe there's a way to reach him. I'd like to talk to my brother, please. Kann ich mit ihm auch überhaupt sprechen, weil es wiederholt sich alles irgendwie nur. Dylan? Dylan would like to tell you about a dream he had just now. Den er gerade hatte. This again? I was going to be the new director of this place. I helped you get a job here so that we could be together. You were an office assistant. You'd make coffee and deliver the mail, and there was always plenty of work to do. And it stayed that way, forever and ever. It was nice. Really nice. That's debatable. But here's the strange thing. The dream shifted, and none of it was real anymore. It was a game. We were in a game, and it was a fucking boring game. But you couldn't stop playing. And then it shifted again. Or maybe it was another dream already. Or maybe I'm just confusing them. But in this other dream, it was more like a musical. This is an ordinary song about an ordinary girl from an ordinary town. It's the ordinary story. She worked an ordinary job in an ordinary office. Something. And that's all I can remember of that dream. Maybe that's for the best. Es ist lustig, diese Anspielung quasi oder diese Meta-Referenz, dass das hier ein langweiliges Spiel ist. Maybe I can learn more about the hiss from him. Ich werd erst aufhören, mit ihm zu reden, wenn es sich wiederholt wahrscheinlich. I just had an interesting dream. Shit. That's fascinating, but let's talk about the hiss for a change, yeah? This dream was about the hiss. Best I'm gonna get. In my dream, the hiss had broken free of this prison, this house. I'd set it free. And the president himself was there to welcome us. He was the first one to take the hiss in. Spread the word. At first, many people thought it was horrifying. That he was horrifying. But also, many people who heard his words wanted to welcome the hiss in. And slowly, more and more of them came around until the whole world was brought together by the hiss. It was wonderful. Okay, thanks for sharing that. Kann auch was Positives haben, so ein... For the record, that will never happen. Ja, Not as long as I'm alive. nichtsdestotrotz kann das was Positives haben für die Menschheit, wenn sie quasi aufhört, sich selbst zu zerstören und vereint irgendwie Maybe ist. I'm Ne? just here to punish myself. Ja, ich glaube aber auch. Any new dreams you'd like to share, Dylan? Kann einfach sagen, nö, dann haben wir es hinter uns und können weiterziehen. I'm glad you asked, sister. This dream, like all dreams now, felt very real. Like reality. And reality now feels like a dream. Maybe it's all a dream. Maybe it's all real. Dream where my brother endlessly tells me about his dreams. I was in a dark place. And there was a dark man there. His name was Mr. Door. And he told me that there are many worlds, side by side, on top of each other, some inside of others.
In one world, there was a writer who wrote a story about a cop. In another world, the cop was real. Dor said he himself was in all of them at the same time, endlessly shifting between them. I asked him how I could reach these worlds. I wanted to bring the hiss there. But he didn't want to help me. He didn't like the idea. What did he know? Not wild about the idea myself. Tja, haben wir wieder eine Alan Wake-Referenz mit dem Autor. Here we go again. Once more with feeling. Let me guess. You want to tell me about your dream? Yes. In fact, I'm having a dream right now. Oh. That's new. In this dream, I'm standing in the corner watching Jessie and Dylan talk about this very dream. This very dream! He said just now! And repeated it again now! I'm standing there and watching, and that's all I can do. It's as if I'm trapped there. And that's all I have to say about that dream. Oh Mann, ey. Okay, villain. That's good. Progress! Oder auch nicht. Is he still in there? Or is this the hiss playing mind games? I don't know. Also mehr können wir nicht aus ihm herausfinden. Oh. Ja, das ist nichts von längstens Ausreißern ist hier, stelle ich gerade fest. Also, oh, Entschuldigung. Wir verschwinden erstmal von hier. Wir machen wahrscheinlich erstmal was anderes. Aber was machen wir? Wir haben jetzt ein paar Sachen zur Verfügung. Ich könnte mir natürlich noch jetzt erstmal Director's Office mich hier noch ein bisschen umschauen. Okay. Direktor Büro. Was? Hier ist eine versteckter Durchgang. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir hier hinkommen. Ach, zu der Hotline-Kabine. Ich vergaß. Irrungen und Wirrungen. Hier kommen wir, wie gesagt, zu der Hotline-Kabine. Hier ist ja noch die Poststelle. Können wir überall rein. Alles nochmal anschauen. Wir waren schon lange nicht mehr hier. Ich werde die Folge auch demnächst gleich beenden. Haha! Ich bin auf der Hotline-Kabine. Das sieht so abgespaced aus. Alles hier überhaupt. Schade, dass ich die Decke nicht richtig nach oben ziehen kann. Und schade, dass ich nicht so weit hochfliegen kann. Ich meine, es ist schon vergleichsweise wahrscheinlich hoch. Wir haben gerade auch Leben verloren. Von daher, niedrig ist es nicht gewesen. Aber das ist schon so abgefahren hier. Das Spiel macht auch sehr Laune. Es hat diese, weiß ich nicht. Der Kampf geht super easy von der Hand und so. Deswegen macht es wahrscheinlich auch relativ viel Spaß, hier herumzudüsen und so weiter. Aber man muss jetzt halt hier ständig die Augen offen halten. Na gut. Ah! Das wollte ich nicht. Na gut, ich werde jetzt mal die Folge beenden, weil die ist dann doch schon ein bisschen länger. Ich überlege, was ich als nächstes mache. Weil das werden wir auch noch machen, aber noch nicht jetzt. Und das sollen wir machen. Wo ist denn das? Arish erzählt Jessie von seinen Ranger-Freunden und dass sie von einer Expedition zurückkehren sein sollten. Er weiß, dass sie keine HV trugen und rechnet mit dem Schlimmsten. Er bittet Jessie, ein Andenken zu bergen, das jeder seiner Kameraden bei sich am Hals trug. Und die Jukebox können wir noch machen. Ich weiß aber gar nicht, wo das ist. Wartung. Ah, die sind alle in der Wartung. Stimmt. Ich glaube, hier ist gar nichts bis auf die Jukebox. Quasi. Deswegen, wir brauchen hier gar nicht lange zu suchen nach irgendwas anderem noch.
Hier ist nichts anderes. Wir haben hier nur noch mal... Alright, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. Da kommen wir auch nicht durch. So, egal. Den Rest kennen wir alles. Ich schaue mich jetzt hier nochmal kurz um. Und wenn ich hier was finde, dann ja, blende ich euch dann ein. Und wenn nicht, dann nicht. Ansonsten sehen wir uns, boah, ich weiß gar nicht. Vielleicht bei dem Jeton wieder. Weil wir haben das ja bekommen hier. Dann können wir gleich nochmal reinschauen, was der Jeton so macht. Tolle Platte. So. Ansonsten, danke fürs Einschalten. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.